Hi, ich bin Martin von UT. In diesem Video zeige ich euch, wie einfach man die korrekte Riemenlänge bei einem Gates Carbon Drive System bestimmen kann. In diesem Fall ist eine vordere und eine hintere Riemenscheibe am Rad montiert. Um hier die passende Riemenlänge zu bestimmen, geht man folgendermaßen vor. Als erstes muss die sogenannte Center Distance bestimmt werden, also der genaue Abstand zwischen der Mitte des Tretlagers und der Mitte der hinteren Achse. Das geht am besten mit einem Maßband oder einem Zollstock. Dazu stellt man den Verstellbereich am Hinterrad oder am Exzentertretlager auf den minimalsten Abstand zum gegenüberliegenden Messpunkt und ermittelt die Distanz. Damit erhält man die minimale Center Distance. Dieselbe Messung noch einmal bei maximal eingestellter Entfernung der beiden Messpunkte. Damit erhält man die maximale Center Distance. Hier in unserem Beispiel ergeben sich folgende Werte. Minimale Center Distance 443 mm. Maximale Center Distance 468 mm. Mithilfe dieser Werte und der Zähnezahlen der beiden Riemenscheiben lässt sich sehr einfach die passende Riemenlänge ermitteln. Man öffnet die Gates Carbon Drive App auf dem Handy, wählt den Kalkulator und gibt die Zähnezahl der beiden Riemenscheiben an. Nun wählt man die Länge des Riemens so, bis sich der Wert der Center Distance im zum Rad passenden Verstellbereich befindet. Bei unserem Beispiel ist das der 120 Zähne Riemen. Wichtig hier, dass die sich durch den Riemen ergebende Center Distance nicht zu nah am minimalen oder maximalen Ausgangswert befindet. Ideal ist hier, wenn sich der Wert etwa in der Mitte der beiden befindet. Und schon hat man die passende Länge des Riemens ermittelt. Falls es Probleme bei der Bestimmung der Riemenlänge gibt, lasst euch gern vom UT Service Team helfen. Bis zum nächsten Mal, euer Martin von UT.